Grüezi, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Ich bin der Max und ich zeige euch heute kein neues Produkt. Ich zeige euch ein Produkt, das wir sogar schon gereviewt haben. Und zwar von Uppercut Deluxe, das Clay. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit diesem Review alles andere als zufrieden. Das jetzt im Nachhinein betrachte, denke ich mir, aha, genau, warum? Und genau deshalb machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal von vorne. An dem Produkt an sich hat sich nichts geändert. Das ist im Grunde ein unorthodox wasserbasiertes Clay, möchte ich es nennen. Wir haben nämlich an erster Stelle Wasser und an zweiter mikrokristallines Wachs. Wir haben generell in diesem Produkt einen Haufen Wachs. Das ist ein super wachsiges Produkt, allerdings auf Wasserbasis. Man sollte meinen, ja, richtig cool. Ist ja quasi UVB Clay. Leider nur von der Formulierung her. Wird im Haar nämlich, um ehrlich zu sein, bei mehr verwendeter Menge bretterlhart. Also wird fest, lässt sich gerade noch so nachstylen. Allerdings haben wir dann wieder, wie es bei allen normalerweise nur wasserbasierten Produkten ist, ihr gebt die Struktur auf, es wird alles super fluffig. Wer es mag, hat da natürlich einen Jackpot gezogen. Bei mir schaut es dann nur ganz, ganz schlimm aus, weil mir die Haare einfach nur abstehen und die Spitzen in alle Richtungen. Deshalb ist es zum Nachstylen für mich nix. Aber so als Produkt finde ich es ziemlich lässig, muss ich sagen, denn es lässt sich ganz gut verarbeiten, geht gut in die Haare rein und es hat einen fantastischen Duft. Und ihr wisst, ich liebe tolle Düfte. Ist der gleiche Duft wie im Clay Spray. Jetzt ist die Frage, welches Video wir zuerst zeigen, welches ihr zuerst seht. Der Duft ist, ich würde sagen, es ist was, grob gesagt, männlich, fruchtig, Frisches so in die Richtung. Also ein sehr elegantes, aber doch markantes Parfum, so in die Richtung mit, wo man sehr angenehm, weil eben eine gewisse Frische mit da ist, aber es ist auch leicht herb, so dass ihr nicht zu süßlich daherkommt. Ich bin mal wieder ein Riesenfan von dem Duft. Überraschung. Den Duft finde ich super, super toll. Also Haare frisch gewaschen, sind noch leicht feucht, super wichtig bei mir bei dem Produkt. Steht an sich drauf, dass man, es steht drauf Dry Hands, Dry Hair, also trockene Hände, trockene Haare, aber dann verliere ich. Also ich kann mir dann eine ganz kleine Menge zwar einarbeiten, aber nicht den Look kreieren, den ich gern haben möchte mit Scheitel und Tolle. Locker wuscheln würde zwar funktionieren, dafür habe ich jetzt aber nicht mehr den Schnitt, dafür sind die Haare wieder zu lang geworden. Deshalb zeige ich euch das Produkt mit meiner gewohnten Frisur. Und deshalb ist leichte Feuchte noch relativ wichtig. Was auch wichtig ist, ist bei der Entnahme Druck. Denn ich habe es gesagt, ich glaube, es sind 3 oder 4 verschiedene Wachse mit drinnen. Ihr braucht bei der Deckschicht auf jeden Fall Druck. Und ihr seht dann auch, es bildet sich, ich hoffe, man erkennt es ungefähr, bilden sich gefühlt so kleine Raupen. Und ihr braucht dann am Anfang auch Druck zum Verreiben, zum Verteilen. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, wo ihr ein bisschen Effort, ein bisschen Aufwand auf jeden Fall mit reinbringen müsst. Schön warm reiben, aber dann merkt ihr sofort die Wachsigkeit. Das fühlt sich an wie eine ganz klassische, normale, wachsbasierte Pomade. Ihr habt jetzt schon eine gewisse Stickiness da. Ihr habt natürlich graue Rückstände. Liegt am Produkt. Was sehr interessant ist, das ist ein mattes Clay. Also das Produkt ist wirklich matt. So, ist jetzt auch schon. Da muss man wirklich vorsichtig sein mit der Menge und so wie ich das machen möchte, dass die Haare wirklich feucht genug sind, denn der Kumpel gibt Gas. Der gibt richtig Gas. Ich merke jetzt, da ist schon richtig Drive dahinter, aber anders als bei einer klassischen wachsbasierten Pomade, wo ich einfach merke, okay, ich habe Grundhalt, ich kann jetzt stylen, solange ich möchte, ist das hier nicht der Fall. Also gegebenenfalls Kamm nochmal anfeuchten, Haare vielleicht nochmal leicht feucht machen, wäre ratsam, denn sonst wird es eher eine ziepige Nummer. Wenn ihr euch das Zeug als Pre-Styler reinpackt, wofür es auch hervorragend geeignet ist, muss ich sagen, dann ist das Ganze natürlich wieder ein bisschen was anderes. Dann ist halt die gesamte Vorgehensweise nochmal eine leicht andere. Aber so, also ich habe jetzt durchgekämmt, das ging schon noch ganz gut. Ich merke aber, ich muss ein bisschen Gas geben, suche mir dementsprechend die Scheitellinie, so wie ihr es gewohnt seid. Ich ziehe mir hier die Haare runter. So, und da merkt man jetzt schon, Haare
nicht zwingend feucht genug für das, was ich möchte, denn die sind da jetzt schon leicht fluffig. Genau, und stehen ab. Was aber das Ding ist bei dem Produkt, wenn ihr das ins feuchtere Haar einarbeitet, dann bekommt ihr an sich Kammlinien und Ähnliches auf jeden Fall hin. Ihr konserviert aber auch ein ganz wenig Feuchtigkeit, sprich Glanz. Der ist dann noch ganz leicht vorhanden. Wenn ihr euch dann aber einmal die Haare nachkämmt, ja, dann ist vorbei. Also dann ist das strohmatt. Dann ist wirklich komplett strohmatt. Die Haare, da ist dann nichts mehr an, auch nur ein bisschen Glanz übrig. So, jetzt ziehe ich es mir hier hoch und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Das Ding hat so viel Wachs mit drin, das gibt einen richtig tollen, ich würde auf jeden Fall sagen, fast wurscht, wie viel ihr hernehmt, es ist Heavy Hold. Es ist Heavy Hold und das Coole jetzt wiederum daran ist, ihr könnt auch wenig Produkt für viel Halt, Grip und vor allem Volumen könnt ihr hernehmen. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Wenn ich hier drücke, dann ist alles noch super fluffig, aber es hält halt. Also das hebt jetzt auf jeden Fall. Und das meinte ich damit, warum das als Pre-Styler so hervorragend geeignet ist. Das macht Spaß. Duft ist immer noch da. Der bleibt, Gott sei Dank, auch länger da. Dürfte wegen mir gerne präsenter sein, aber ich weiß auch, dass ich das bei fast jedem Duft sage. Insofern, ja, ist Geschmackssache. Ich persönlich mag es einfach super gerne. Funktioniert jetzt noch ganz gut. Tendenziell würde ich fast schon wieder eher mit einem feuchten Kamm arbeiten, denn ich merke hinten an den Haaren, eventuell sieht man es hier hinten jetzt im Knack, ist es recht wachsig, die Pomade, und deshalb ein bisschen strähnig und sie stehen leicht ab. Das merke ich. Ich weiß nicht, ob man es sehr gut sieht, aber ich merke es jetzt auf jeden Fall. Das heißt, da würde ich nochmal nacharbeiten, feuchte Finger vielleicht einfach nochmal anlegen. Das funktioniert dann wiederum super gut und dann hält das Ganze auch. Jetzt ist das Ding, auswaschen ist bei der überhaupt nicht einfach. Sage ich, wie es ist. Das bisschen Wasser, was da jetzt drin ist, das ist ein Witz. Und ihr habt halt eben 4, ich muss jetzt noch mal nachzählen, es sind, glaube ich, 4 Wachse. Also mikrokristallines Wachs, Candeliderwachs, Canauberwachs und Mineralöl ist noch drinnen. Also mehr oder weniger 4 Stück. Und das gibt halt, es sind quasi pure Wachse. Und ich weiß nicht, warum sie draufgeschrieben hat, washes out easily. Es ist eine Lüge, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Aber eventuell hängt das natürlich auch mit der Menge zusammen, die ich mir da in die Haare klatsche. Wenn ihr euch jetzt, was weiß ich, nur so ein Fingerküppchen voll, so eine erbsengroße Menge in die Haare haut, dann ist es vielleicht wiederum was anderes. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass das Auswaschen alles andere als easy ist. Also wirklich nicht. Dafür ist das Styling, jetzt habe ich fast ein bisschen zu viel noch geredet. Genau, also das Styling geht an sich super gut von der Hand. Ich habe es euch gesagt, ich würde tendenziell dann doch noch mit ein bisschen mehr Wasser in den Haaren arbeiten. Aber so seht ihr dann schon mal, wie ihr das, ich würde sagen, wie das Ganze dann vielleicht eher ein bisschen lockerer aussieht. Und vor allem habt ihr im Grunde jetzt auch schon das finale Finish. Also Scheinwerfer trügen immer, das wisst ihr ja inzwischen, aber das ist halt matt. Also das ist matt. Ich kann mir theoretisch gerade jetzt, weil es schon ein bisschen fluffiger ist, schon noch mal durch die Haare durchgehen. Ich merke es an den Händen, die sind super bappig. Also da geht schon noch was. Ihr werdet dann noch Rückstände an den Händen haben. Aber letzten Endes ist das Final Setting. Also da geht dann nicht mehr viel, außer ihr gebt quasi alles auf, sage ich jetzt einfach mal, was ihr vorher erarbeitet habt. Das war's dann. Ist an sich aber ein ganz lässiges Produkt, gerade wenn ihr kein Fan von sonderlich viel Nachstylen seid. Und wenn ihr sagt, ein bisschen Pflege, weil ich meine, das sind viele Wachse, die pflegen die Haare, ganz klar. Das ist ja, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn ihr das mögt, schaut euch das Clay mal an, denn es hat zudem auch noch einen betörenden Duft und der haut mich halt. Ja, ihr wisst es, ich bin ein Duftfan, ich mag sowas einfach super gerne. Also das Uppercut Clay, ich finde es inzwischen deutlich besser als damals, als ich es gereviewt habe, und genau deshalb jetzt auch nochmal das neue Review. Und dementsprechend würde ich euch auch nahelegen, euch das vielleicht nochmal anzuschauen, falls ihr damals gesagt habt, aha, und was genau soll das jetzt? Also wirklich eine warme Empfehlung von mir. Schaut es euch einfach nochmal an, probiert es aus und ich glaube, ihr werdet davon am Ende auch überzeugt sein.
Gut, genau. Das war es jetzt soweit von mir. Und ich sage ciao, servus, euer Max.